Ja, geordnet, Jungs. Sie haben Leute. Wer taub, blind und stumm ist, lebt 100 Jahre in Frieden. Wenn es doch nur so wäre. Vielleicht wäre mein Vater da noch am Leben. Vielleicht wäre es nie so weit gekommen, Don. Traum von einer heilen Welt, in der die Familien zusammenarbeiten und vereint für die eine Sache einstehen, war genau das. Ein Traum. Der Frieden ist ohnehin die Idee eines Träumers. Und das war er, Don. Er lebte sein Leben besessen von dieser einen Idee, ohne sich je der Konsequenzen bewusst zu werden. Jämmerlich. Dieses Mal hast du mich, Toni. Er ist vielleicht friedlich eingeschlafen, aber wir sind es, die für sein Nichtstun den Bitter bezahlen. Occhio pi occhio, dente pi dente, mano pi mano, fratello pi fratello. Jetzt schon? Könnt ihr nicht noch eine Runde drehen? Gib mir 10 Minuten. Oder 5, ja 5. Mehr brauche ich nicht. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich muss doch noch so viel... Gibt es meine Familie? Gibt es Carlo? Bitte! Bitte. Das ist er also. Das ist der Ort. So ruhig. Eins muss ich euch lassen. Ihr habt wirklich einen schönen Ort für mich ausgesucht. Hast du alles dabei? Ja. Hier ist es. Lieber nach. Überraschung. Sperren auf. Sperren auf. Bis auf den Platz, steig ein. Gute Nacht, Juri.
Ich hätte nie gedacht, dass es je so weit kommen wird. Wir befinden uns im Krieg. Sie wollen alles, was wir uns aufgebaut haben, an sich reißen. Alles, was mein Vater aufgebaut hat, an sich reißen. Dieses elende, verlogene und dreckige Pack! Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Und jetzt, wo Flavio tot ist, denken Sie, er wäre gekommen. Wahrscheinlich sehen diese Wichser darin sogar ihre Chance. Nur zu. Sie wissen nicht, was ihnen bevorsteht. Was genau meinst du? Alles zu seiner Zeit, Dalton. Komm mit. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich will, dass du mit Bertolini sprichst. Junge. Das gleiche nochmal, Carlo? Doch nicht. Vereinbare ein Treffen mit ihm und übergib ihm diesen Umschlag. Keiner darf den Inhalt in die Finger bekommen. Keiner darf davon erfahren. Keiner. Bitte. Giancarlo, Dio mio, questa cosa, questa cosa, Mamma di mamma. per favore, Carlo. Mi vendico io. Ci ha fatto pavare. Versprich es, Carlo. Verspreche es. Ja, jetzt fahr wieder heim. Bin bald zurück. Dalton, na los, bring meine Mutter nach Hause. Es ist bald vorbei, Ma. Versprochen. Ich danke euch, dass ihr heute gekommen seid. Wie ihr vielleicht wisst, wurde mein Bruder Flavio vor 2 Tagen ermordet. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich euch heute eingeladen habe. Und warum ausgerechnet hierher? Immerhin ist das der Ort, an dem alles angefangen hat. Genau hier. Genau an diesem Tisch wurden die Weichen für unser Geschäft gestellt. Mein Vater war bis zu seinem Tod ein Verfechter der Prinzipien, die hier festgelegt wurden. Ihr dachtet vielleicht, ich würde meine Übernahme nun dazu nutzen, diese Prinzipien zu bestätigen, zu bekräftigen, zu beschwören. Omerta, ich kann es nicht. Vielleicht dachtet ihr auch, dass es sich um eine Art Trauerfeier handeln würde. Ich kann nicht trauern. Noch nicht. Fähigkeit zu trauern wurde meiner Familie und mir geraubt.
Ich möchte sie zurück. Deshalb haben wir uns heute hier versammelt, um herauszufinden, wer meinen Bruder ermordet hat. Wir sind hier, weil die Ideen der Vergangenheit heute sterben. Bitte was? Entschuldige, Carlo. Ich kann deinen Unmut verstehen, aber es steht doch absolut außer Frage, dass keiner von uns hier mit dem schrecklichen Tod deines Bruders zu tun hat. Dein Vater Enzo pflegte den anderen Familien stets mit Respekt gegenüberzutreten. Täte es gut daran, seinem Beispiel zu folgen, Junge. Nicht für ungut. Ich weiß, wie schwer das alles für dich ist. Ruh dich aus und komm erst wieder, wenn du bei Sinnen bist. Wozu? Die Eile, Igor. Hast du etwa Angst vor dem, was sich heute offenbaren könnte? Wenn ich mich recht entsinne, hast du auf Enzos Beerdigung gefehlt. Du musst wohl schwer beschäftigt gewesen sein. Ich werde mich sicher nicht vor einer Frau rechtfertigen. Wieso bist du überhaupt hier? Wo ist Rasse? Mein Bruder lässt sich entschuldigen. Ich vertrete ihn heute in dieser Angelegenheit und ganz recht, Igor. Du wirst dich heute vor einer Frau rechtfertigen. Igor, Igor, Igor. All die Jahre schien es, als wären du und Enzo unzertrennliche Geschäftspartner gewesen. Über 3 Jahrzehnte hinweg habt ihr euch fast schon brüderlich die Einnahmen aller Spielhäuser im Umkreis von 40 Meilen geteilt. Zeit, deinen Bruder zu beerdigen, hattest du jedoch nicht. Was hielt dich davon ab? Etwa schlechtes Gewissen? Schlechtes Gewissen. Mach dich nicht lächerlich, Weib. Ich war geschäftlich unterwegs. Emilio kann das bestätigen. Ja, das stimmt. Wir verhandelten einen neuen Deal mit den Iren. Carlos Vater hatte das noch in die Wege geleitet. Ja, Enzo war ein ehrenhafter Mann. Er war es, der uns damals überhaupt erst an einen Tisch gebracht hat. Wäre er doch nur noch am Leben und könnte sehen, was aus unserem Pakt geworden ist. Mit den Iren. Mit den Iren. Das wüsste ich ja wohl. Ihr habt mit den Millers gesprochen. Ihr habt mit den Millers gesprochen, ohne uns davon zu unterrichten. Und bleibt bereit, uns so zu hintergehen! Hintergehen. Niemand braucht dich, Jack. Was habt ihr denn die letzten Jahre zur Sache beigetragen? Ginge es nach euch, wäre eure Familie doch längst ausgestiegen. Denkst du wirklich, das wäre ein Geheimnis? Wie Ratten zurück ins Loch kriechen. Das Geschäftskonzept der Audienz. Vorsicht! Vorsicht, ich warne dich nur. Ein einziges Mal. Du warnst mich? Du jämmerlicher Narr! Was glaubst du, wer du bist? Ich werde dafür sorgen, dass du... Schluss! Aus! Sofort! Das ist ja nicht auszuhalten. Carlo, bitte entschuldige, mein Sohn vergisst sich manchmal. Jack, wo warst du vor 2 Tagen? Du beschuldigst mich, deinen Bruder ermordet zu haben? Carlo, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Wieso sollte ausgerechnet ich deinen Bruder töten?
Flavio war einer meiner besten Freunde. Interessant. Es ist mir neu. Trotzdem. Wo warst du? Ich war zu Hause und habe auf ihn gewartet. Wir hatten etwas Wichtiges zu besprechen. Worum ging es genau? Flavio und ich wollten das Gleiche. Einen Neuanfang. Ja, es ist wahr. Wir wollten aussteigen. Legitimes Geschäft, Carlo. Legitimes Geschäft. Die Zeiten sind andere. Wir suchten einen Weg, um gemeinsam in die Unterhaltungsindustrie zu investieren. Flavio war wie besessen davon, damit die Idee deines Vaters zu ehren. Vergiss nicht, Carlo. Uns ein Blut. Meine Mutter wuchs genauso in Trapani auf wie dein Vater. Ich will mich niemals gegen die Familie stellen oder gegen die Sache. Flavio und ich wollten nur das Beste für uns alle. Einen Ausweg aus diesem Strudel der Gewalt, in dem wir uns alle befinden. Und wann sollte dann euer großartiger Plan vonstatten gehen? Sobald wie möglich. Flavio hat das Ganze übel zugesetzt. Er hat es einfach nicht mehr ertragen. Oh, armer Junge. Fast könnte man vergessen, dass ihr uns alle hintergehen wolltet. Ja, wo sie recht hat. Sag ich doch. Seid ihr es nicht leid? Seid ihr es nicht leid? Dieses ständige Versteckspiel? Der Drogenhandel ist lukrativ, ja. Aber habt ihr es nicht satt, ständig einen Blick über eure Schulter werfen zu müssen? Ständig das nächste Attentat zu antizipieren? Ständig in Angst um eurer Kinder leben? Darüber nachdenken zu müssen, wie es ist, sie zu begraben? Es reicht, sag ich. Es reicht! Bist du es nicht leid, dich ständig in unsere Angelegenheiten einzumischen? Es geht dich überhaupt nicht. Halt dich da raus! Es geht dich nicht an! Halt deinen Sohn zurück! Halt mich zurück, sonst mach ich ihn kalt. Wo warst du vor 2 Tagen, Carlo? Was? Du hast mich schon richtig verstanden, Junge. Du beschuldigst mich, meinen eigenen Bruder getötet zu haben. Meinen eigenen Bruder! Hast du den Verstand verloren? Du bist eine Schande für deinen Vater, für deine Familie. Dass du es wagst, vor meinem Vater zu sprechen! Na gut. Seinen Ehren habe ich versucht, es so zu lösen, wie er es gelöst hätte. Aber ihr gebt mir keine andere Wahl. Haben ihm nichts getan. Als Maul! War nur der Aufseher! Haben ihm nichts getan! Scheiß mal, hallo! Was zum Teufel soll das werden? Ich hoffe, die Vorspeise hat euch geschmeckt. Ich serviere euch hiermit den Hauptgang. Ich hatte gehofft, ihr würdet die Ehre besitzen, mir heute mit Anstand entgegenzutreten, mir in die Augen zu schauen und zu gestehen. Aber nein. Oh nein. Erzähl ihm, wer dich beauftragt hat. Na los! Bitte! Woher kennst du Igor? Bitte! Sag es! Aufhören! Ja, Igor. Igor war es. Er hat uns beauftragt, deinen Bruder zu ermorden. Er wollte den Tod deines Vaters ausnutzen, um alle aus dem Weg zu räumen. Verdammt nochmal, was redest du da? Die Wahrheit. Du hast uns viel Geld geboten. Sehr viel Geld. Das gehört mir nicht.
Sieh mal einer an. Es scheint Flavio gehört zu haben. Bruder, es tut mir so leid. Während ich diese Zeilen schreibe, befinde ich mich auf dem Weg in den sicheren Tod. Ich war nicht vorsichtig genug, so wie du es immer von mir wolltest. Wie immer bin ich nur eine einzige Enttäuschung für dich. Bitte kümmere dich um Ma. Sage, es tut mir leid, aber räche mich nicht. Wir sind so kurz davor auszusteigen. Lass meinen Tod den letzten Akt eines jahrzehntelangen Stücks der Gewalt, des Hasses und der Gier darstellen. Es ist ein endloser Zyklus der Tyrannei. Beende es! Ich flehe dich an. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so. Das gehört mir nicht. Ich habe dieses lächerliche Heft nie besessen. Lächerlich. Schafft ihn weg! Carlo, ich wusste nicht, dass er dazu imstande ist. Er machte einen nervösen Eindruck, er verhielt sich ganz anders als sonst, aber so etwas, Carlo, bitte glaub mir, ich wusste es nicht. Hättest du aber. Stattdessen hast du nur die Zahlen im Kopf gehabt. Das Geschäft. Carlo, wir müssen los. Ich bin bald zurück. Es gibt noch einiges zu besprechen. Das ist der Mutter. Der Mann, der deinen Sohn getötet hat. L'uomo che ammazzava tuo figlio! Ora è Eodo. Vendica tuo figlio! Avessi fatto, papà. Ich kann nicht, Carlo! Va bene. Oh Gott! Assieme. Assieme.
Hey! 2 Doppelte. Ganz zu fallen. Glückwunsch, Carlo. Sag mir, wie hat sich meine Schwester so gemacht? Hat sie ihm die Augen ausgekratzt? Das mag ich so sehr an ihr. Sie hatte schon immer diesen gewissen Biss. Haare auf den Zähnen. Ah. Erinnert mich an Ma. Naja, was soll's. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Flavio, Igor, Notizbuch. Die Zeit ist reif. Lass uns die Bertolinis beseitigen. Hey! Was ist denn los? Werd mir jetzt ja nicht weich. Freu dich doch mal. Dein erbärmlicher Pussybruder ist aus dem Weg geräumt. Igor auch. Die Zukunft gehört uns. Flavio hätte irgendwann sowieso dran glauben müssen. So ist nun mal das Geschäft. Ihn zu entsorgen, war eine Wohltat für uns alle. Auf unseren neuen Wohlstand. Buonanotte. Wo ist er? Er sollte schon längst zurück sein. Wo ist Carlo? Weißt du noch, was er immer gesagt hat? Politik, Flavio. Du musst studieren gehen. So kannst du der Familie am besten helfen, von innen. Wir besiegen sie in ihrem eigenen Spiel, mein Sohn. Das ist Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Als ich so alt war wie du, habe ich jeden Tag am Hafen geschuftet, wie ein Ochse, 12 Stunden, jeden Tag. Und du musst arbeiten mit dem Kopf, schuften mit dem Kopf. Für die Familie, für die Familie. Ach, Vater. Ich vermisse ihn. Ich wünschte, ich könnte noch mal mit ihm reden. Er wusste immer, was zu tun ist. Egal wann, egal wo. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen. Was er jetzt wohl getan hätte? Ich glaube jedenfalls, dass er all das hier nicht mehr wollte. Was meinst du? Komm schon, Carlo. Das Geschäft ist nicht mehr wie früher. Die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen an die Zukunft denken. An unsere eigenen Kinder. Ach, lass uns da nicht länger drüber reden. Mama ist bestimmt schon fertig mit dem Essen. Komm, fahren wir. Bevor wir beide noch den Kopf verlieren.